Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Und heute wird es mal wieder richtig spannend bei uns. Wir sprechen heute über hochwertigste Öle made in Germany. Und was das mit Kennzeichnung zu tun hat, das schauen wir uns jetzt an. Wo parken wir denn? Na, ich würde sagen, da wo so Boss steht. Oh, du weißt schon, dass das der Chef ist? Das machen wir trotzdem. Naja, wir laden hier nur aus. Hallo, Sie wissen schon, was hier steht. Wir sind heute zu Gast bei der Firma Brendle in Empfingen. Brendle ist ein Traditionsunternehmen, bereits seit mehr als 150 Jahren am Markt tätig. Man ist spezialisiert auf Speiseöle aller Art. Im Bereich der Raps- und Sonnenblumenöle betreibt man sogar eine eigene Ölmühle. Von der kleinsten Charge bis hin zur Großserienfertigung kann man hier in höchster Qualität alles abbilden. Sprich, vom Manufakturgedanken bis zum Großproduktionsbetrieb. Dabei legt man vor allem Wert auf Nachhaltigkeit. Abfallprodukte wie Presskuchen oder Restöle werden für die Tierfutterproduktion eingesetzt oder dienen als einfacher Energieträger. Selbst die Verpackungen sind recycelbar. Mithilfe des Lichtschutzglases werden die Öle optimal lagerfähig gemacht. Hier verkommt nichts und man arbeitet hocheffizient. Das gefällt uns. Ebenso effizient ist die lückenlose Rückverfolgung der Produkte. Von der Rohware bis zum fertigen Produkt kann hier alles getrackt werden. Und die Kennzeichnung spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Daher unser Thema heute: Kennzeichnung in der Lebensmittelindustrie. Hallo Christian, schön, dass es persönlich klappt. Christian, was sind denn deine Aufgaben hier bei Brendle? Ja, hallo ihr zwei, herzlich willkommen. Ich bin Christian Blocher, bin seit ungefähr 2 Jahren jetzt hier in der Firma und bin für die Projekte und Prozesse innerhalb der Produktion verantwortlich. Ich sehe hier ein Vollsortiment und dabei fällt mir auf, das Rapsöl scheint schon euer besonderes Aushängeschild zu sein. Was unterscheidet denn euer Rapsöl von anderen Anbietern, zum Beispiel aus dem Ausland? Das ist genau richtig, Frank. Wir produzieren extrem viel Rapsöl und einfach in 3 Punkten zusammengefasst. Wir stellen höchste Qualitätsanforderungen an unsere Lieferanten. Wir haben zertifizierte Produktionsprozesse und über 150 Jahre an sehr hohes Know-how aufgebaut. Und was habt ihr da für einen Jahresausstoß? Ungefähr gehen hier ca. 12 Millionen Kilogramm an Öl über verschiedene Kanäle raus. Und wo kann ich als Konsument eure Öle kaufen, außer hier im Laden? Es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten, ganz klassisch im Supermarkt, an dem Regal, oder eben über unseren Online-Shop, der über www.brendle.de zu finden ist. Und die Produkte werden alle hier am Standort auch gefertigt? Ja. Das heißt, ihr könnt die komplette Wertschöpfungskette hier auch abbilden? Ganz genau. Können wir uns das mal anschauen? Sehr gerne. Geh mal. Aber stopp! In der Lebensmittelproduktion müssen verschiedene Vorkehrungen getroffen werden. Hier heißt es nicht nur Safety First, sondern auch Hygiene First. Und jetzt geht's los. Christian, wo bekommt ihr denn eigentlich eure ganzen Rohstoffe her? Die Saat für unsere regionalen Produkte kommen hier direkt aus der Umgebung von den lokalen Bauern. Außerdem beziehen wir auch Rohwarensaat aus Deutschland und dem europäischen Ausland von ausgewählten Lieferanten. Jetzt sehe ich, es ist gerade ein LKW auf den Hof gefahren. Was hat der genau geladen? Der LKW bringt uns hier Bio-Rapsölsaat und ich würde vorschlagen, wir schauen uns den Prozess einfach mal an. Gerne.
Das hier ist der sogenannte Presskuchen. Er entsteht als Abfallprodukt bei der Ölpressung. Hauptsächlich wird er weiterverwertet als Tierfuttermittel. Und wo wir das Öl jetzt pressen, das würde ich euch jetzt zeigen. Wir sind hier jetzt in der eigentlichen Ölpressung. Die Saat wird hier nochmal fein gefiltert und kommt dann anschließend in das Herzstück in die Ölpresse. Wenn es gepresst ist, kommt es nochmal in einen Feinfilter, sodass wir ein klares Öl bekommen. Dieses klare Öl wird dann in den Tanks gelagert. Jetzt sind wir in der Flaschenabfüllung bei Christian. Hier läuft es wie geschmiert. Christian, sag doch mal, wie viele Flaschen pro Stunde könnt ihr hier abfüllen? An dieser automatisierten Anlage können wir bis zu 5000 Flaschen in der Stunde abfüllen. Das heißt, eine hohe Systemverfügbarkeit ist hier elementar wichtig. Genau richtig, ja. Warum müsst ihr beschriften und was genau druckt ihr auf eure Flaschen drauf? Relevante Beschriftungen sind vor allem wichtig für den Verbraucherschutz, als auch für die Chargenrückverfolgung. Mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum informieren wir den Verbraucher, wie lange das Produkt denn haltbar ist. Mit einer Art Chargencode, eine Zeile darunter, stellen wir als Unternehmen sicher, dass wir dieses Produkt lückenlos zurückverfolgen können. Und warum Continuous Inkjet Druck? Wir haben hier in der Produktion unterschiedliche Flaschenformen. Zum einen die runden, wie wir sie hier sehen, aber auch kantige Flaschen. Die Drucker werden diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Trocknungszeit der Tinte. Die Tinte trocknet sehr schnell und erlaubt uns deshalb eine hohe Produktionsgeschwindigkeit. Was Frank und mich immer interessiert, warum ReaJet? ReaJet hat ein sehr schönes Druckbild. Mit 48 Pixeln der Vertikalen bekommen wir ein super Druckbild hin. Ein weiterer wichtiger Aspekt für uns als Unternehmen war die Titan-Plattform. Mit der Titan-Plattform können wir über mehrere Geräte hinweg Daten an unsere Drucker übers Netzwerk senden. Ich höre raus, ihr habt noch weitere Drucksysteme hier im Einsatz? Ja. Christian, letzte Frage zum Drucker. Nach welcher Zeit ist der erste Druck auf der Flasche, wenn du das Gerät anschaltest? Wenn ich den Tintenstrahl starte, kann ich nach ungefähr 30 Sekunden mit dem Druck der Flaschen beginnen. Klasse. Die Lebensmittelindustrie ist dafür bekannt, ihre Produkte in die verschiedensten Geometrien abzufüllen und zu verpacken. Der Continuous Inkjet Drucker ist hier nicht mehr wegzudenken. Mit dem System können wir bis zu 100.000 Tropfen pro Sekunde auf das Produkt aufbringen. Die nicht benötigten Tropfen werden dem System zurückgeführt und wir haben somit eine wirtschaftliche Kennzeichnung. Aber auch die Beschriftung mittels Laser könnte hier eine Alternative sein. Wir sind jetzt hier am Verpacker. Hier wird die Kartonage aufgerichtet und dient als Sekundärverpackung für die Ölflaschen. Christian, was wird hier jetzt gekennzeichnet? Wir kennzeichnen auf den Kartonagen weitere Produktinformationen. Dazu gehört zum Beispiel die genaue Bezeichnung des Öls, als auch die Artikelnummer. Wichtig ist auch der ERN-Code oder der Lagerungshinweis. Zusätzlich kommen auch noch der Inhalt und die Adresse des Kunden auf den Karton drauf. Was hier eingesetzt wird, ist der ReaJet GK 2.0. Ein piezo-basiertes Kennzeichnungssystem, das ölbasierte Tinten idealerweise für saugendes Substrat einsetzt. 768 einzelne Piezos werden hier elektronisch angesteuert zur Tropfenerzeugung und können so adressierbare 1200 dpi Auflösung generieren. Kleiner Hinweis in eigener Sache,
GRJet entwickelt gerade ein Kennzeichnungssystem, auch hierzu basiert, das auf solventbasierte Tinten verarbeiten kann, was ermöglicht, nicht saugende Substrate zu vertrocknen. Christian, was passiert denn jetzt mit den Kartons? Die Kartons werden jetzt hier auf die Palette befördert und dann wird die ganze Palette hinten in den Versand gefahren. Das wollen wir uns jetzt aber auch noch anschauen. Sehr gerne. Prima. So, jetzt sind wir am Ende angekommen vom ganzen Produktionsprozess. Hier geht die fertige Ware inklusive Versandetikett raus in die ganze Welt. Und für euch zwei habe ich jetzt noch was Spezielles vorbereitet. Da sind wir aber neugierig. Frank, ich muss sagen, ein spannender Tag geht wieder zu Ende. Vielen Dank, Christian, dass du uns gezeigt hast, wie Speiseöle hergestellt werden, und vielen Dank für den allgemeinen Überblick zur Produktkennzeichnung in der Lebensmittelindustrie. Aber was hast du hier aufgebaut? Ja, ich habe hier noch ein kleines Produkttasting für euch vorbereitet. Ausgewählte Öle aus unserer Produktion. Auf dieser Seite haben wir zwei Rapsöle. Zum einen das raffinierte Rapsöl, ist ein geruch- und geschmacksneutrales Öl. Sehr gut geeignet für die Pfanne zum Sachen anbraten. Auf dieser Seite ist das Gegenstück dazu, das ist kaltgepresste Rapsöl. Hat einen typischen Rapsgeschmack und ist sehr gut für Salate zum Beispiel. Dürft gerne probieren. Gerne. Frank, dann Cheers. zum Unterschied. Ich denke auch für den Laien deutlich erkennbar, dass es hier sich um zwei unterschiedliche Öle handelt. Ja, der Geschmackunterschied ist deutlich zu schmecken. Dann gehen wir ein Stück weiter. Hier unsere aktuellste Produktentwicklung. Pünktlich zur Grillsaison im Sommer unser neues Barbecue-Öl. Lasst euch schmecken. Ausgezeichnet. Ja, der rauchige Geschmack ist optimal, um sein Fleisch zu würzen und da einen schönen rauchigen Geschmack hinzubekommen. Ja, okay. So, und zum großen Abschluss, das große Finale, um euch einen feurigen Abgang zu bescheren, habe ich hier noch unser Chiliöl. Eignet sich wunderbar, um seinen Speisen eine gewisse Schärfe hinzuzufügen. Mein lieber Herr Gesangsverein, hier ist der Name Programm. Das brennt zweimal. Bevor bei den Kennzeichnungsprofis gleich die Lichter ausgehen, Sie sind auch Hersteller von Lebensmitteln und brauchen effiziente Prozesse. Sie sind auf der Suche nach einem Partner, der A, die richtige Technologie wählt und B, eine sehr hohe Verfügbarkeit hat. Dann kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei. Wir sagen danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort. Sag mal, habt ihr ein Glas Milch da oder sowas?